Schatten des Verstandes. Die vollständige Geschichte von MK Ultra. In den Annalen der modernen Geschichte gibt es Kapitel, die so dunkel und verstörend sind, dass sie eher wie die Erfindung eines dystopischen Romanschriftstellers wirken, als wie die Realität. Doch das Projekt MK Ultra war keine Fiktion. Es war ein bürokratisch organisiertes, Staatlich finanziertes und wissenschaftlich begleitetes Programm, das die Grenzen der menschlichen Ethik nicht nur überschritt, sondern vollständig auslöschte. Um das Ausmaß dieses Schreckens zu verstehen, müssen wir uns in eine Zeit zurückversetzen, in der die Welt am Rande eines atomaren Abgrunds stand und Paranoia die Währung der Macht war. Wir schreiben die frühen 1950er Jahre. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Doch der Frieden war eine Illusion. Der eiserne Vorhang hatte sich über Europa gesenkt. Und der Kalte Krieg begann, die geopolitische Landkarte neu zu zeichnen. In Washington herrschte eine fast greifbare Angst. Berichte aus dem Koreakrieg deuteten darauf hin, dass amerikanische Kriegsgefangene einer neuen, unheimlichen Art der psychologischen Kriegsführung ausgesetzt waren. Sie traten vor Kameras und verurteilten ihr eigenes Land, gestanden Verbrechen, die sie nie begangen hatten, und wirkten dabei seltsam roboterhaft. Der Begriff Gehirnwäsche fand seinen Weg in das Lexikon der amerikanischen Geheimdienste. Die CIA, erst wenige Jahre zuvor gegründet, war überzeugt, dass die Sowjetunion und China den Schlüssel zur Kontrolle des menschlichen Geistes gefunden hatten. Die Antwort der USA auf diese vermeintliche Bedrohung war ein geheimes Programm, das am 13. April 1953 offiziell von CIA-Direktor Allen Dulles genehmigt wurde. Sein Name? MK Ultra. An der Spitze dieses Projekts stand ein Mann, der so widersprüchlich war wie das Programm selbst, Dr. Sidney Gottlieb. Gottlieb war kein typischer Geheimdienstler. Er lebte in einer abgelegenen Hütte ohne fließendes Wasser, Trank Ziegenmilch, tanzte Volkstänze und galt als spiritueller Exzentriker. Doch hinter dieser fassadenhaften Harmlosigkeit verbarg sich der schwarze Zauberer der CIA. Ein Chemiker mit einer brillanten, aber zutiefst amoralischen Vision. Er glaubte, dass es nötig sei, die menschliche Psyche wie eine Festplatte zu löschen und neu zu beschreiben. Unter seiner Leitung wuchs MK Ultra zu einem Hydra-artigen Netzwerk heran, das 80 Institutionen, darunter 44 Universitäten, sowie Krankenhäuser, Gefängnisse und Pharmaunternehmen umfasste. Viele der beteiligten Forscher wussten nicht einmal, dass sie für die CIA arbeiteten. Sie glaubten, legitime Forschung zu betreiben, finanziert durch undurchsichtige Stiftungen, die lediglich als Frontorganisationen dienten. Das Herzstück von Gottliebs Obsession war Lysergsäure-Diethylamid, besser bekannt als LSD. In den frühen 50er Jahren war diese Substanz noch weitgehend unbekannt. Die CIA sicherte sich fast die gesamte weltweite Produktion des Schweizer Herstellers Sandoz in der Hoffnung, das ultimative Wahrheitsserum oder eine Waffe zur Zersetzung der gegnerischen Moral zu finden. Doch bevor man die Droge gegen Feinde einsetzen konnte, was folgte, war eine Serie von Experimenten, die an Rücksichtslosigkeit kaum zu überbieten waren. Zunächst testeten die CIA-Agenten die Droge an sich selbst. In internen Partys wurde LSD in Getränke gemischt. Und die Reaktionen wurden protokolliert. Doch schnell wurde klar, dass freiwillige Selbstversuche nicht ausreichten. Man brauchte unwissende Opfer, um die wahre, ungeschönte Wirkung der Substanz in Stresssituationen zu testen. Eines der tragischsten und bekanntesten Opfer dieser frühen Phase war Dr. Frank Olson, ein Biowaffenexperte der US-Armee. Im November 1953 nahm Olson an einem Arbeitstreffen mit CAI-Kollegen in einer abgelegenen Hütte teil. Ohne sein Wissen wurde sein Contreau mit einer massiven Dosis LSD versetzt. Olson, der keine Erfahrung mit psychedelischen Drogen hatte, glitt in eine schwere Psychose ab. Er wurde paranoid, glaubte von der CIA verfolgt zu werden und verfiel in tiefe Depressionen. Wenige Tage später stürzte er aus dem Fenster eines Hotelzimmers im 13. Stock in New York City in den Tod. Jahrzehntelang wurde sein Tod als Selbstmord oder Unfall getarnt. Erst viele Jahre später, nach der Exhumierung seines Leichnams und unermüdlichen Nachforschungen seiner Familie, kamen Hinweise ans Licht, die auf Mord hindeuteten. Eine Beseitigung, um zu verhindern, dass ein instabiler Wissenschaftler Staatsgeheimnisse preisgab. Olsons Schicksal war nur der Anfang. Das Projekt weitete sich aus und nahm immer groteskere Formen an. Unter dem Codenamen Operation Midnight Climax richtete die CRI in San Francisco und New York sichere Häuser ein, die wie Bordelle ausgestattet waren.
Der Agent George White, ein Mann mit einer Vorliebe für den harten Lebensstil. Rekrutierte Prostituierte, um nichtsahnende Männer in diese Wohnungen zu locken. Dort wurden den Freiern Getränke serviert, die mit LSD versetzt waren. Hinter Einwegspiegeln saßen CIA-Agenten, tranken Martinis und beobachteten die Szenerie. Während Tonbandgeräte jedes Wort aufzeichneten. Das Ziel war offiziell zu sehen, Wie Menschen unter Drogeneinfluss Geheimnisse preisgeben. Inoffiziell war es ein voyeuristisches Spiel ohne wissenschaftlichen Wert, finanziert von Steuergeldern. Die Wahl der Opfer war dabei kein Zufall. Es waren Menschen am Rande der Gesellschaft oder solche, die in illegale Aktivitäten verwickelt waren. Männer, die Prostituierte aufsuchten, würden kaum zur Polizei gehen, Um zu berichten, dass sie unter Drogen gesetzt wurden. Gottlieb nannte sie entbehrlich. Doch MK-Ultra beschränkte sich nicht auf die USA und auch nicht auf LSD allein. Die dunkelsten Kapitel wurden im Ausland geschrieben, wo amerikanische Gesetze noch weniger griffen. In Montreal, Kanada, am renommierten Allen Memorial Institute, Führte der angesehene Psychiater Dr. Ewan Caron Experimente durch, die man nur als Folter bezeichnen kann. Cameron, der paradoxerweise später Präsident der World Psychiatric Association wurde, glaubte an eine Methode namens Psychic Driving. Seine Theorie war, dass man eine kranke Psyche heilen könne, indem man sie zunächst vollständig zertrümmerte, um sie dann neu aufzubauen. Camerons Patienten waren keine Kriminellen oder Spione. es waren gewöhnliche Menschen, Hausfrauen mit postpartalen Depressionen, Geschäftsleute mit Angststörungen. Die Hilfe suchten. Statt Therapie erhielten sie das Grauen. Cameron versetzte seine Patienten in künstliche Komas, die wochenlang, manchmal monatelang andauerten. Während sie schliefen, wurden ihnen über Kopfhörer und Lautsprecher unter ihren Kissen endlose Tonbandschleifen vorgespielt. Tausende Male am Tag hörten sie Sätze wie „Du bist wertlos" oder „Du hast deine Familie enttäuscht". gefolgt von positiven Suggestionen in späteren Phasen. Um den Widerstand des Gehirns zu brechen, Setzte er Elektroschocks ein. Deren Intensität das 30- bis 40-fache der damals üblichen Dosis betrug. diese Depatterning-Behandlung löschte die Persönlichkeit der Patienten fast vollständig aus. Menschen wachten auf und wussten nicht mehr. Wie man isst, wie man spricht oder wer ihre Kinder waren. Sie waren wieder zu Säuglingen geworden, ihrer Erinnerungen und ihrer Identität beraubt. Die CIA finanzierte diese Gräueltaten großzügig über eine Frontorganisation, die Society for the Investigation of Human Ecology. Die Ergebnisse waren für den Geheimdienst wertlos. Da die gelöschten Erinnerungen nicht selektiv entfernt werden konnten und die Opfer oft dauerhaft pflegebedürftig blieben. Für die Betroffenen und ihre Familien war das Leben jedoch unwiderruflich zerstört. Neben chemischen und elektrischen Methoden erforschte MK-Ultra auch die Grenzen der physischen Belastbarkeit durch sensorische Deprivation. In speziellen Tanks oder schalldichten Räumen wurden Probanden jeglicher Sinnesreize entzogen. Mit verdunkelten Brillen, Handschuhen, die den Tastsinn minimierten. Und in absoluter Stille wurden sie stunden- oder tagelang isoliert. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass das menschliche Gehirn ohne externen Input beginnt, seine eigene Realität zu erschaffen. Halluzinationen, Panikattacken und eine extreme Suggestibilität waren die Folge. Diese Erkenntnisse flossen später in die Verhörhandbücher der CIA ein, die sogenannten Kubak Counterintelligence Interrogation Manuals, deren Methoden noch Jahrzehnte später in Konflikten wie dem Krieg gegen den Terror Anwendung fanden. Es gab kaum eine Grenze, die Gottlieb und sein Team nicht zu überschreiten bereit waren. Es gab Pläne, Fidel Castro mit Thallium-versetzten Schuhen die Barthaare ausfallen zu lassen oder ihn mit LSD-Spray während einer Rede zu diskreditieren. Es gab Experimente mit Hypnose, bei denen untersucht wurde, ob man einen Menschen programmieren könnte. Einen Mord zu begehen und die Tat sofort danach zu vergessen. Das Konzept des Manchurien-Kandidaten. Obwohl viele dieser spezifischen Versuche scheiterten oder als unpraktikabel verworfen wurden, zeigt allein ihre Existenz die völlige Entkopplung von moralischen Standards. Kinder wurden nicht verschont. Es gibt Berichte über Experimente an Waisenkindern oder Kindern von CIA-Mitarbeitern, auch wenn diese Akten besonders lückenhaft sind. Das Ende von MK-Ultra kam nicht durch ein plötzliches Erwachen des Gewissens, sondern durch politische Veränderungen. Anfang der 1970er Jahre veränderte sich das Klima in den USA. Der Vietnamkrieg und der Watergate-Skandal hatten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung erschüttert.
1973, als der Druck auf die Geheimdienste wuchs, traf CIA-Direktor Richard Helms eine folgenschwere Entscheidung. Er ordnete an, alle Akten, die mit MKUltra in Verbindung standen, zu vernichten. Tausende von Dokumenten wanderten in die Schredder. Helms wollte sicherstellen, dass die Details dieses Programms niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Er hatte fast Erfolg. Doch bürokratische Ineffizienz spielte der Wahrheit in die Hände. 1977 entdeckte ein Archivar auf der Suche nach Dokumenten in einem völlig anderen Lagerhaus etwa 20.000 Seiten Finanzunterlagen, die der Vernichtung in Gang sah. Diese Dokumente enthielten keine detaillierten medizinischen Berichte. Aber sie listeten Ausgaben, Namen von Forschern und Beschreibungen von Projekten auf. Es war, als hätte man die Quittungen für den Horror gefunden. Diese Papiere bildeten die Grundlage für die Anhörungen des Senatsausschusses im Jahr 1977. Die amerikanische Öffentlichkeit schockierten. Senator Edward Kennedy eröffnete die Sitzungen mit Worten, die in die Geschichte eingingen, indem er das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen anprangerte. Die Enthüllungen lösten eine Welle von Klagen aus. Die Überlebenden der Experimente von Dr. Cameron in Montreal schlossen sich zusammen und verklagten die CIA. Es war ein langer, zermürbender Kampf. Die Regierung versuchte, die Verantwortung zu leugnen, argumentierte mit Verjährungsfristen und nationaler Sicherheit. Doch schließlich wurden Entschädigungen gezahlt, auch wenn kein Geldbetrag der Welt die verlorenen Jahre und die zerstörten Persönlichkeiten zurückbringen konnte. MKUltra ist heute mehr als nur ein historisches Ereignis. Es ist ein Mahnmal. Es zwingt uns, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Staat kritisch zu hinterfragen. Es zeigt, wie schnell der hippokratische Eid zuerst nicht schaden vergessen wird, wenn er mit dem Argument der nationalen Sicherheit kollidiert. Die Wissenschaftler, die an MKUltra teilnahmen, waren keine Monster im klassischen Sinne. Es waren oft hochgebildete Männer. Dekane von Universitäten, renommierte Forscher. Sie ließen sich von der Ideologie des Zwecks, der die Mittel heiligt, verführen. Sie sahen die Menschen vor sich nicht als Individuen mit Rechten und Würde, sondern als biologische Mechanismen, die es zu entschlüsseln und zu manipulieren galt. Die Schatten dieses Programms reichen bis in die Gegenwart. Verschwörungstheorien blühen auf dem Boden von MKUltra. Denn wenn die Regierung zugibt, dass sie versucht hat, Gedanken zu kontrollieren, was ist dann noch unmöglich? Das Vertrauen in Institutionen wurde nachhaltig beschädigt. Gleichzeitig führte die Aufdeckung zu strengeren ethischen Richtlinien in der Forschung. Das Prinzip der informierten Zustimmung, Informed Consent, das nach den Nürnberger Prozessen eigentlich schon etabliert war, wurde erst nach Skandalen wie MKUltra und der Tuskegee-Syphilis-Studie in den USA wirklich rigoros in Gesetze gegossen. Heute muss jede Studie an Menschen von Ethikkommissionen geprüft werden, die genau darauf achten, dass das Wohl der Teilnehmer über dem Forschungsinteresse steht. Doch Gesetze sind nur Papier. Die eigentliche Lehre aus MKUltra ist die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit. Technologien zur Beeinflussung des menschlichen Gehirns entwickeln sich rasant weiter. Was in den 1950er Jahren mit rohen chemischen Keulen und Elektroschocks versucht wurde, könnte in Zukunft durch neurobiologische Eingriffe, künstliche Intelligenz oder gezielte algorithmische Manipulation subtiler und effektiver möglich sein. Die Frage ist nicht mehr, ob es technisch möglich ist, das Verhalten zu beeinflussen, sondern wer diese Macht kontrolliert und welche ethischen Barrieren wir errichten, um die Integrität des menschlichen Geistes zu schützen. Wenn wir auf die Opfer von MKUltra zurückblicken, auf Frank Olson, der aus dem Fenster stürzte, auf die Hausfrauen in Montreal, die vergaßen, wie man ihre Kinder liebt, auf die namenlosen Gefangenen und Drogenabhängigen, sehen wir ein Kollektiv aus Geistern, die uns anklagend anstarren. Ihre Geschichten sind ein düsteres Erbe, das nicht in den geschredderten Akten von 1973 verschwinden darf. Sie erinnern uns daran, dass der menschliche Geist ein heiliges Territorium ist, das niemals von einer Regierung, einem Geheimdienst oder einer wissenschaftlichen Ambition kolonisiert werden darf. MKUltra war der Versuch, den Menschen zu entmenschlichen, um ihn kontrollierbar zu machen. Das Scheitern dieses Projekts ist ein Beweis für die Resilienz der menschlichen Natur. Aber seine Existenz bleibt eine ewige Warnung vor den Abgründen, die sich auftun, wenn Macht ohne Gewissen agiert. In einer Welt, die immer komplexer und technologisch fortgeschrittener wird, bleibt diese Lektion vital. Der Fortschritt darf niemals auf den Trümmern der menschlichen Würde errichtet werden. Nur wenn wir uns an die Dunkelheit erinnern,
können wir verhindern, dass sie sich wiederholt. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Sie können mich unterstützen, indem Sie den Kanal abonnieren. Das Video liken und Ihre Gedanken in den Kommentaren teilen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mich über Ko-fi mit einer Spende zu unterstützen. Bis zum nächsten Video.